Ja, hallo Leute, herzlich willkommen. Neues Video heute. Wir sind in Friedrichshafen, wie man hinter mir sieht, auf der Motorradwelt Bodensee. Und heute habe ich meinen Kumpel dabei, den Özcan. Hallo, servus. Und heute werden wir einfach mal durch die Messehallen schlendern und schauen, was es so Neues gibt. Genau, einfach dranbleiben und auf geht's. So sieht's aus. So, wir sind jetzt in der Halle B1 bei BMW. So ein Retro-Bike auf alt gemacht, aber mit einem 1200er. Und? Super! Boah, das schaut richtig böse aus. Das ist ein R18B. 1800. Was hat die? Die hat aber den 1800er, oder? Aber das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Jetzt machen wir gerade einen Schwenk gerade mal rüber zum Wunderlich. Mich würde jetzt mal interessieren hier, ich glaube, die haben hier schon einen anderen Sitz drauf. Klar, die ist halt zubehörmäßig vom Wunderlich natürlich vollgestopft. Gell? Ja, absolut. Das siehst du hier die Taschen, dann Ja, hier. diese Blenden. Schau die hier. Da Tasche, Ah, da Tasche. da Tasche. Und vor allen Dingen den hier. Weißt du, hier Aber den. den gibt es auch nicht, oder? Das ist auch neu. Ist der auch neu? Ja, den gibt's nicht. Den gibt's. Den gibt's okay. nicht. Und den gibt's eigentlich auch nicht. Hier, sowas ist wichtig für den Zylinder. Hast du's drauf? Nein, eben nicht. Das, Ja. Weil wenn der die nur auf der Schotterstraße umfällt und Ja. fällt auf den Zylinder drauf, kann es da passieren, dass der Stein, der einzige Stein, der drauf lag, der Ja, das stimmt den schon. Deckel kaputt macht. Ja, du kommst aber auch mit den Füßen runter. Das ist ja kommen- kein Vergleich zu unserem, was wir aktuell haben mit dem Sitz. Ja. Was auch gut ist, dass Ach so. die Spiegel hier, da ist ein Gelenk, dass der nicht abbricht, wenn sie mal umfällt. Ja. Aber schau mal, hier steht es sogar drin, was da verbaut ist. Schau mal nach. Jetzt schauen wir mal kurz mit dem Sitz. 5 Seiten. Oh. Ist das jetzt? Doch, das ist die Adventure, gell? Ja. Ja. Also wenn du drauf sitzt, du wirst es gleich merken, wenn du drauf sitzt. Also Ja. ich finde unsere, die 1250 Adventure, finde ich noch ein bisschen breiter, tatsächlich. Die schaut so wuchtig von außen aus. Hock du die mal drauf. Ist auch kompakt. Kompakt, gell? Also, oder? Wie fühlst du das als mit der 1250er Adventure? Die ist doch wuchtiger noch, oder? Also unsere 1250er Adventure ist deutlich wuchtiger. Deutlich wuchtiger. Ja, und ich habe das Gefühl, dass sie auch hier ein bisschen höher sitze. Das heißt, der Tank ist nicht irgendwie nicht so integriert. Das ist Bei eher uns ist der tiefer. Tank nur höher. Also glaub ich glaube, der Tank geht mal bestimmt hier, ich Ja. sag's mal, Ja, ist ja die 1300er im Standard schon 20 mm tiefer. Und mit dieser Sitzeinstellung kann man es nochmal um 20 mm nochmal runter tun. ja. Und unsere ist ja deutlich höher. Wir haben jetzt die 1300, die normale. Die normale, ja. Die normale. Das ist ja wie Kinderspielzeug. Bitte nicht böse nehmen, aber die Farbe ist nicht das meine. Also was ich hier auf jeden Fall merke, ist, dass mein Knie deutlich, also das ist nicht entspanntes Sitzen gerade. Der Knie ist mehr spitz. Das ist der Enduro-Park in Hechlingen. Die sind immer da und Okay. kannst hier... Ja, so kann es ausschauen. Ja, also wir haben gerade gemerkt, eine 1250er findest du hier bei BMW Nicht mehr. nicht mehr. Genau. Die haben nur noch die 1300er 1300er. oder die F900. Und? Ja, Sitzposition, schau mal her, Winkel würde ich fast sagen Ist 90 deutlich Grad. Besser. Ist deutlich besser wie auf dem 90 1300er. Grad Winkel. Der Lenker ist der gleiche wie auf der 1250er, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja.
Fühlt sich aber bei dir wie so ein Kinderspielzeug an. Muss man schon sagen. Ach so, die gibt es als Adventure-Version auch, oder? Aber es ist schon hier Bügel. Okay. Und hat auch, soweit ich weiß, einen größeren Tank auch. 23 Liter so. Wahrscheinlich 18, oder? 14,5. 14. Da kommst du gar nicht 14. rein. Der fahrste 250 Kilometer. 300. Ja. Ja, auch nicht schlecht. Also du hast jetzt hier einen rechten Winkel. Fast. Ja. Also drüben war es noch spitzer. Kostet? Wiegt aber auch schon 246 Kilo leer. Also ist 246 leer. ist Bei nicht der, so bei der viel. Adventure, bei der 250 Adventure, die wiegt ein paar Kilo mehr, glaube ich, leer. Ja. 20 Kilo weniger, für das, dass es nur ein 900er ist. Also so viel Unterschied ist es auch nicht so. Du hast halt den Boxer nicht. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich fühle mich mit dem hier besser Ja. als wie auf dem 13er. Ja. Mir gefällt das auch, wenn es Schau mal, so das ist hochkommt. auch wuchtiger, ne? Ja, genau. Muss ich mal draufsetzen. Ja, gut. Vor allen Dingen, du hast hier auch die Armaturen, genauso wie man es halt bei BMW gewohnt ist. Das Drehrad, die Menü. Wahrscheinlich wird das Menü im Display, ich sage jetzt mal für unser eins, Ich glaube, das wahrscheinlich bist sofort drin. Gleis. Ja, kommt schon ein bisschen an die 1250er hin. Ja, ich weiß, wir sind da wahrscheinlich vorgebrandet. Das ist bestimmt ein Top-Motorrad. Ja. Ja, für den Preis. Ja. Grundpreis 14. Das ist zwar viel, aber für BMW ist das okay. Das ist okay. Ja. Das ist Ich okay. denke mal, bis du ein fertiges Motorrad hast, bist du halt auch bei 19, 18, Sowas, 19. Ja. Also es wird gleich ausgelöst. Ich glaube, das ist hier so sein Premium-Segment. Was brauchst du für eine Größe? L. L. Ja, genau. So. Wenn da steht, dass zu ist, nicht. Wir haben es ja auch Leute, die rufen an. Maximale Belüftung. Die hier, oder? Kannst du drüber hier ist alles komplett belüftet. Ah, das ist dieses Meshgewebe, das neu strömt. Das ist super cool. Protektoren im Standard sind mit dabei in dem Die Preis. sind immer dabei, ja. Protektoren sind immer Boah, dabei. hat's wieder knallt hier nebenan. Protektor nehme ich nicht separat. Okay. Also bei mir, der schaut genauso aus. Der bleicht halt jetzt mittlerweile aus. Das ist jetzt mittlerweile alles schon braun. Ja, das lässt sich nicht vermeiden. Liegt der immer noch, damals war der bei 200, wahrscheinlich wird er jetzt so ein bisschen... 230. Ja, denke mal, dass er jetzt ein bisschen angezogen hat. Ja. Schau mal her, holländische Nummer. Kommt dir das bekannt vor? Ichi. Ah, ja, genau. Die hat ja auch von denen das Ja. Packsystem. Ja. Ja. Oben und unten nach wie vor. Ah, okay. Das bleibt daneben alles. Ach, du hast nochmal deine Innentasche, wasserdichte Innentasche, hier ist dein Gepäck und das bleibt am Moped. Ja. Ich sehe gerade, ihr habt hier diese Schutz. Ich habe eine alte 600er Tenere und bei der ist es so, dass durch die Softbags, ich habe halt 0815 Softbags, da ist folgendes, dass auf der Seite der Auspuff mir mehr oder weniger den Seitendeckel, der da drunter ist, durch den Druck also fast schon abgefackelt hat. Ja, ja, Das, die hat das trainiert. Du kannst das so anziehen. okay, Das 40er Reckless quasi. die brauchst du auch. Ja. Oder die brauchst du hier wegen dem... Da Brauchst du nicht. grundsätzlich irgendeinen Träger hin. Ja. So, wir sind jetzt beim nächsten Zubehörlieferant. Hier steht schon. Der Özcan ist schon beim Auseinandernehmen. Gibt es ja schon zahlreiche Bilder im Netz. Das ist so geil. Was machst du da? Das Problem ist nur, wenn du da Technik rein tust, Kamera, Handy etc., wenn das Ding umfällt, ist alles Ja. Matsch. Nee, das will ich jetzt nicht machen. Aber das hier gefällt mir grundsätzlich ganz gut. Wobei ich hätte mir hier schon eine 1250er gewünscht, aber hier gibt es eigentlich... Wir können ja mal hinten bei den Tankrucksäcken Ja, schauen. genau. Ja. Schau, das ist das, was ich meinte, ne? Die dann zur Seite, die auch ein bisschen runtergehen. Schau mal hier, so, Ja, dann hast du Schließt schon es mal halt den schon- Winkel genau, für den Tank. genau. Aber das ist mir zu wuchtig. Das ist mir zu viel. Wir sind bei Touratec
Volker, einen lieben Gruß geht hier raus an dich. Bist aber wahrscheinlich nicht am Messestand. Aber schauen gern mal hier vorbei. Ist ja auch einer der großen Zubehörlieferanten. Das könnte ja fast die Maschine von Volker sein. Ja, genau. Ja, erste Stündchen vorbei. Und jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Ja. So, jetzt wird der Helm ausprobiert. So. Und? Das passt tatsächlich. Drücke du noch nicht. Könntest vielleicht der L probieren, aber ich tippe eher trotzdem auf L. Ach, das ist jetzt XL, ne? Ja. Genau. Da kommt dahinter dann die Muschel rein. Ja, die wird hier eingesetzt. Okay. Und dann ist das ready. Okay, verstehe ich. Jetzt geht hier Luft durch. Guck. Ah, dass du bei Regen sozusagen Man nicht... kann schon ein bisschen das zirkuliert. Wo war jetzt das L nochmal? Fällt mir gut. Das ist jetzt nur so ein Firmenlabel. Nein, da setzt das Ding drauf, Kabel Super. durch. Super. Ja, weil momentan geht tatsächlich unten rum. Das schaut halt A, ätzend aus und B, du bleibst permanent hängen. Die finden eigentlich besser. Aber das wäre doch genauso, wie es du wolltest, oder? Ja. Nur die Farbe nicht. Doch, in der Farbe würde ich es jetzt doch tatsächlich nehmen. Die andere habe ich jetzt wieder zurückgeschickt. Ja. 45 km/h. Also scheint irgendwie so Elektromofa zu sein. Ne? Naja, da fahre ich lieber Radl. Ja, die Hallen füllen sich. Mittlerweile ordentlich was los. Okay. Mit Kadern. Oh, Wusste ich gar nicht. wusste ich auch nicht. War die immer schon so? Ich weiß es gar nicht. Okay. Und wie fühlt es sich an? Nee, es ist gut. Ist auf jeden Fall gut. Wahrscheinlich auch ein super Adventure-Bike. Mir war gar nicht bekannt, dass 50, gell? mir war gar nicht bekannt, dass die 30 Liter. Also, ne? 30, also durchaus vom Gewicht her. Schau mal, Serviceintervall 16 K. Du hast bei der BMW hast 10. du 10. 10. Wow. Also durchaus eine Alternative, gell? Vielleicht muss man es ja nochmal überlegen jetzt alles. Bei Harley vorbeischauen, da gibt es ja die, wie heißt die? Panamerikaner. oder? Panamerikaner. Panamerikaner. Aha, da wo die meisten Leute sind. Aber das ist natürlich eine Gebrauch. Ah, da hinten steht es. Das ist eine Gebrauchte. Und so sieht die halt im Original aus. Ist ja schon ein ganz schöner Eumel, ne? Also ganz schön wuchtig. Und? Schlank, zumindest mal so. Pass steht dir. Ja. Bei denen in der Schweiz, die bieten, mit denen kannst du von hier, von der Schweiz bis nach Kirgisistan fahren. Die fahren die gesamte Route, die Geil. 8000 Kilometer oder was. Und die bieten die Reisen an. Und ich wollte mal mit denen, ich war mal bei ihm. Ja? Bei ihm war ich mal, bei dem Beat. Da zahlst du für die Reise 4 Wochen. Die organisieren das. Fährst du halt durch Türkei, Iran, Turkmenistan. Vielleicht haben sie es irgendwo. 10.000 Franken. Aber es ist halt voll organisiert, gell? Mit Kleinstfahrzeugen und also mit den Konstellationen, die wir das machen. Für die interessierten Frauen unter uns heute hier, wir haben sogar eine. Ja, die war doch Paris-Dakar, oder? Damals unterwegs. Was waren das, ein 800er, oder? Spitznamen haben die ja gehabt. Die Gummikuh. Echt? Ich weiß nicht, ob das jetzt auf die zutrifft. Aber du hast beim Gasgeben durch den Kardanantrieb hat die sich sozusagen Okay. hochgekommen. Wenn du Gas gegeben hast, dann sind die hochgekommen. Aber schau mal, Einarmschwinge, wahrscheinlich auch Kardan, oder? Auch Kardan. Auch Kardan, ja. Boxermotor.
Ist eigentlich Seit eh und je. Aber mit Kickstarter. mit Mit Kickstarter. Kickstarter. Für Dimensionen hat. Mega. Das ist ja, soweit ich weiß, der R18 müsste, oder? Ja, genau, das ist der R18. Also wenn du mich jetzt fragst, ob ich jetzt so einen Harley nehmen würde, diesen Fatboy oder so einen, nachdem ich so BMW gebrandet bin, würde ich vermutlich auf den hier gehen. Der taugt mir sowas, aber das ist ja Custom. Also das ist jetzt eine Sonderausstellung hier Ja, von Custom Bikes, also von alles. einfach von Unikat. privat. Ja, aber was jetzt, schau mal, was da drin steht. Hier ist der Gebrauchtmotorradmarkt und der Ötscher meint gerade, vielleicht gibt es noch ein Tenere. Sag das nicht zu laut, du. Ja, ich habe gerade gesagt, hier im Innenhof sind die mit dem Motorrad kommen, nach meinem Wissen, die dürfen dann da reinfahren, hier auf das Messegelände. Oh, nee, schau mal, das ist der L50er. Das ist der L50er. Das ist diese Tiger. Das, schau. Ja. So habe ich es in der. Aber Ja, das ist ja. auch wahrscheinlich 900. Der ist ein bisschen schon. Geil. Das war's, der kommt bestimmt vom Elefanten. Oder? Glaube ich auch. Schön wuchtig, ja? Ah, brutal. Hier. Heute leider ohne Zeppelin. Ja, wie es halt so ist auf der Messe. Jetzt kauft man was, obwohl man es So, das macht jetzt du, genau. nicht wollte. Du würdest die Jacke noch einmal, oder? Und jetzt geht halt der Helm heute mit. Das ist ein Carbon-Helm. Guten Preis gekriegt. Ötschan hat auch noch einen gekauft. Ja, das war es jetzt hier aus Friedrichshafen. Gerade ein Ötschan gefragt, wie es ihm gefallen hat. Ich denke, war ganz gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich war jetzt zum ersten Mal da. Ja. Nach 12, 13 Jahren irgendwann mal iMod Ja. in München. Ja, die Leute sind sehr zugänglich, Ja. sehr happy und auch nicht so voll, muss man Entspannte sagen. Atmosphäre, Ganz muss man entspannt. wirklich sagen. Es waren jetzt, glaube ich, 8 Hallen voll, 7, 8 Hallen. Ja. Gut, die eine Seite, die A-Seite drüben, waren halt mehr so Action und Hallen mit Motocross und Show. Ja. Da ist man dann ein bisschen schneller durch, schaut man sich kurz an. Aber dafür waren die B-Hallen, also wir waren jetzt in B1, B2, die Hersteller, klamottenmäßig, Helmhersteller, Zubehörhersteller, super. Ein paar Motorradhersteller. Motorradhersteller, die großen, ein paar große haben auch gefehlt. Ja. Yamaha, Suzuki, Honda haben gefehlt. Genau. Ist so. Aber BMW war da, das ist das Wichtigste. Okay, dann hoffen wir, hat es euch gefallen. Kleiner Rundgang hier in Friedrichshafen. Genau. Dann, wenn es so war, einfach Daumen nach oben, Abo da lassen und dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Hallo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Aktuelle News seht ihr auch auf meinem Instagram-Channel 2Wheels4Adventure. Bis zum nächsten Mal.